Fast jeder hat in der Schule den Satz des Pythagoras in der Geometrie gelernt. Aber kaum jemand hat ihn je für irgendetwas brauchen können. Das werde ich mit diesem Video ändern. Hier kommt eine Anwendung im Alltag. Der Satz des Pythagoras besagt, dass bei einem rechtwinkligen Dreieck die Summe der Quadrate der beiden kürzeren Seiten gleich der Summe des Quadrates der längsten Seite ist. Hier ist das also a² plus b² ist gleich c². Damit ich den Satz gut verwenden kann, suche ich zuerst drei ganze Zahlen. Wenn für ich a und b je 1 nehme, dann ist c² gleich 2. c ist also Wurzel 2 und somit nicht einfach zu verwenden. Als nächstes wähle ich für a 1 und für b 2. c² ist somit 5. c ist also die Wurzel von 5, was zu kompliziert ist für Alltagsanwendungen. Jetzt habe ich a und b je 2 gewählt. Damit ist c² 8. c ist also die Wurzel von 8. Auch hier ist die Zahl nicht praktisch für Anwendungen. Als nächstes wähle ich für a2 und für b3. c² ist somit 13. c ist die Wurzel von 13, was wiederum zu kompliziert ist für Alltagsanwendungen. Für den nächsten Versuch nehme ich für a und b jeweils 3. c² ist also 18 und c die Wurzel von 18. Das ist wieder eine Zahl, die nicht sehr handlich ist. Als nächstes wähle ich für a3 und für b4. c² ist somit 25. Jetzt sieht es gut aus. c ist die Wurzel von 25, also 5. Somit ist das eine gute Zahlenkombination für den Alltag, a gleich 3, b gleich 4 und c gleich 5. Wenn ich a, b und c zusammenrechne, komme ich auf 12. Für die Verwendung im Alltag brauchen wir also 12 Längeneinheiten. Ich versuche das jetzt mit einer Schnur und einem Stift. Wie kann man damit arbeiten? Ich nehme die Länge des Stiftes als Längeneinheit. Als erstes markiere ich den Anfang auf der Schnur. Dann messe ich mit dem Stift eine Länge ab. Dort platziere ich eine weitere Markierung. Jetzt geht es so weiter. Ich messe wieder eine Länge mit dem Stift und platziere dort die dritte Markierung. Das wiederhole ich, bis ich alle 13 Markierungen habe. Dadurch haben wir jetzt 12 gleich lange Abschnitte auf der Schnur. Damit die Schnur gut verwendet werden kann, verknote ich beide Enden. Nun liegt die erste Markierung auf der letzten. Jetzt kann ich die Schnur verwenden. Ich benutze sie jeweils mit unseren Zahlen 3, 4 und 5 für die Seitenlängen. Auf diese Weise kann ich nun zum Beispiel im Garten ein rechtwinkliges Gemüsebeet erstellen. Die Schnur kostet fast nichts und ist sehr einfach zu transportieren. Zudem ist sie weniger empfindlich als Messgeräte. Wichtig bei der Anwendung ist, dass die Schnüre gespannt sind.